Hallo Rhino-Freunde, ich bin der Klaus. Dieses Mal mit einem neuen Video zum Thema Rhino 3D lernen. Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit selbst einige Ausbildungen an CAD-Programmen mitgemacht und habe dabei festgestellt, dass es für mich vorteilhaft ist, wenn ich den vorgetragenen Stoff immer gleich nachvollziehe am PC, also übe, anstatt mir das aufzuschreiben. Nach meiner beruflichen Tätigkeit habe ich mir so mehr zum Vergnügen dieses CAD-Programm Rhino zugelegt. Ich habe am Anfang nur das gelernt, was ich für mein Hobby gebraucht habe und natürlich im Laufe der Zeit durch das Interesse noch dazugelernt. Aber ich bin bei weitem nicht perfekt. Das wird jeder verstehen, der Rhino kennt. Denn Rhino ist sehr vielseitig und sehr umfangreich. Man muss also nicht alles können. Mir macht das Arbeiten am PC, vor allen Dingen mit Rhino, immer noch Vergnügen. Wie könnte man sonst erklären, dass ich nicht altersgemäß irgendwo an einem sonnigen Strand sitze und mein Leben genieße? Na, dann wollen wir mal mit dem Lernen anfangen. So, jetzt lösche ich unseren Blickfang und starte das Programm, indem ich auf Datei, Neu gehe und wir sehen als erstes eine Auswahl der Vorlagen. Ich wähle meistens kleine Objekte Millimeter, weil das meine Objekte sind, die ich zeichne, die sind nicht sehr groß. Aber wenn jemand zum Beispiel einen Hausgrundriss zeichnen will, dann ist es natürlich angebracht, große Objekte Meter oder wenn es genauer sein sollte, große Objekte Zentimeter zu wählen. Also ich wähle jetzt kleine Objekte Millimeter und starte. Jetzt sehen wir unsere Programmoberfläche mit den 4 Fenstern hier. Erkläre ich mal ganz schnell. Draufsicht ist, wenn ich das Objekt von oben anschaue, also aus der Vogelperspektive. Hier drunter ist die Frontansicht zu sehen, also ich sehe das Teil von vorne. Hier kann ich es von rechts sehen auf der rechten Seite und hier oben sehe ich das in der Perspektive. Das Perspektivefenster ist sehr interessant, weil ich das mit der rechten Maustaste in alle Richtungen schwenken und drehen kann. Wenn ich zu der rechten Maustaste die Shift-Taste dazu nehme, dann kann ich das verschieben. Mit dem Scrollrad kann ich das Objekt vergrößern und verkleinern. Das kann ich übrigens bei den anderen Fenstern auch. Und ich kann die Ansichten jederzeit ändern, indem ich zum Beispiel auf Front gehe mit der rechten Maustaste und Ansicht definieren wähle und kann sagen, ich möchte jetzt nicht die Draufsicht haben und nicht Front, sondern von drunter das Teil anschauen. Das geht auch. Ich gehe wieder auf meine Frontansicht, definieren, Front. Nachdem wir jetzt die Fenster kennengelernt haben, zumindest mal oberflächlich, sehen wir uns mal hier oben die erste Zeile an. Das ist die Menüleiste. Da verbergen sich lauter Befehle in einem Dropdown-Menü. Also wie man sieht, Kurve, da sehe ich alles, was ich mit der Kurve anstellen kann und wie ich die Kurve erzeugen kann. Genauso Fläche, Volumenkörper und so weiter. Das Fenster darunter nennt sich etwas umständlich Befehlverlaufsfenster. Hier sehe ich meinen letzten Befehl oder die letzten Befehle. Ich kann das nämlich auch noch verändern in der Größe. Und hier gibt das Programm auch Informationen zurück. Zum Beispiel, wenn ich einen Befehl falsch ausgeführt habe oder die Ergebnisse aus einer Abfrage nach der Größe, nach dem Radius oder nach einem Volumeninhalt und so weiter. Das erscheint alles in diesem Fenster. Das nächste Fenster ist das Befehlfenster. Hier kann ich einen Befehl eingeben mit der Tastatur oder ich wähle den Befehl aus der oberen Befehlszeile oder aus den linken Befehlssymbolen hier. Ich kann zum Beispiel, wie man hier sieht, einen Punkt wählen und jetzt kann ich den Punkt hier irgendwo absetzen. Wie man sieht, und das ist gleich meine erste Zeichenhilfe, rastet der Punkt von Linienkreuz zu Linienkreuz. Das ist unsere Zeichenhilfe Rasterfang hier ganz unten in der untersten Zeile. Den Rasterfang kann man einstellen.
Wir haben jetzt pro Linie einen Abstand von 1 mm. Das kann man jederzeit verändern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur alle 10 mm ein Raster haben. Dann gehe ich hier unten mit der rechten Maustaste auf Einstellungen, gebe hier statt 1 mm 10 mm ein. Okay. Und jetzt kann ich nur alle 10 mm meinen Punkt setzen. Hier springt es von 10 mm zu 10 mm. Das ist sehr interessant und vor allen Dingen wichtig, wenn man genau zeichnen will. Wenn ich nämlich einen Punkt setzen will ohne Rasterfang und sage, ach, dann wähle ich mal hier -2 + 3, so, und schaue mir das jetzt genauer an, dann sehe ich, dass die Koordinaten nicht genau stimmen. Also ist die Zeichenhilfe Rasterfang sehr hilfreich. Zu den Punkten gibt es natürlich noch viel zu sagen, aber dazu kommen wir dann später. Vorerst mal möchte ich nur erklären, dass der Punkt keine Dimension hat. Der Punkt hat also keine Länge, Breite und Höhe. Es ist nur eine Stelle im Koordinatensystem. Der Punkt existiert in Wirklichkeit nicht, sondern nur in unserer Vorstellung und auf unserem Zeichenprogramm. Dann wenden wir uns mal dem nächsten Objekttypen zu. Das ist die Linie. Die wähle ich jetzt mal hier unter Linie, Linie und zeichne eine Linie. Mit Rasterfang, so von diesem Punkt zu diesem Punkt. Also eine Linie ist nur die Verbindung von zwei Punkten. Eine Linie hat keine weitere Ausdehnung als nur die Länge und besteht deswegen auch nur in unserem Zeichenprogramm oder in unserer Fantasie. Man kann eine Linie in Wirklichkeit nicht sehen. Mit der Linie kann ich jetzt auch unsere nächste Zeichenhilfe erklären und das wäre hier unten der Befehl in der untersten Zeile Ortho. Ortho, orthogonal bedeutet, dass man nur in eine bestimmte Richtung zeichnen kann. Ich habe jetzt hier voreingestellt 15 Grad. Ich kann also eine Linie, machen wir wieder Linie, Kurve, Linie. Ich fange mal bei 0 an und jetzt kann ich die Linie zeichnen, entweder bei 0 Grad, 15 Grad, 30 Grad, 45 und so weiter. Das ist die orthogonale Zeichenhilfe. Die kann ich natürlich auch wieder ausschalten. Dann kann ich meine Linie zeichnen, wie ich mag. Ringsrum. Eine Linie ist natürlich etwas mager. Ich lösche mal alle Linien und Punkte und zeichne mal Kurve, Liniensegmente. So, Rasterfang einschalten. Fangen wir hier an. Eine Linie, zweites Segment, drittes Segment und so weiter. Das sind aber jetzt alles einzelne Liniensegmente, die sind nicht verbunden. Man kann sie natürlich nachträglich verbinden, aber ich kann das vermeiden, indem ich eine Polylinie wähle. Und das machen wir jetzt mal. Polylinie gibt es hier oben auch, statt Linie Polylinie. Hier oder was ich mache, weil es näher liegt, ist hier links der Befehl, das ist auch die Polylinie. Klicke ich an und sage, ich starte hier, gehe bis hier, 45 Grad, bis hier und jetzt Return und die Linie ist eine Polylinie, das heißt die einzelnen Liniensegmente sind verbunden. Dann kann ich noch eine Eigenschaft dieser Polylinie erklären, die sehr interessant ist. Ich wähle wieder Polylinie von hier bis hier, dann von bis hier und jetzt gehe ich auf den Befehl Modus. Entweder klicke ich das hier oben an oder ich gebe M ein und mache Return und dann habe ich den Modus Bogen. Klick. Und jetzt möchte ich wieder Linie zeichnen, gehe ich wieder auf M, Return, jetzt habe ich wieder den Modus Linie. Jetzt klicke ich das an, das ist eine geschlossene Kurve. Nein, das ist eine verbundene Kurve, geschlossen ist sie ja nicht. Jetzt kann ich gleich eine weitere Eigenschaft des Fangens erklären. Ich kann also einen Gegenstand oder ein Objekt
mit der linken Maustaste wählen. Mehrere, wenn ich die Shift-Taste dazu drücke, so. Ich kann aber auch die Objekte mit einem Fenster wählen. Dann muss ich sie alle einkreisen, dann habe ich die auch gewählt. Ich kann aber auch ein Objekt mit der linken Maustaste mit einem rechten Fenster, also von rechts nach links wählen. Da muss ich das Objekt nur berühren, nicht ganz einkreisen. So. Oder diese beiden hier, so. Und das mache ich jetzt mal und lösche das wieder. Als nächster Objekttyp kommt natürlich in dieser Reihenfolge die Fläche. Und man soll es kaum für möglich halten, aber auch bei der Fläche gilt das Gleiche. Ich zeichne mal schnell eine Fläche, eine Ebene von Eckpunkt zu Eckpunkt, von hier nach hier. Bei dieser Fläche gilt das Gleiche wie bei den vorherigen Objekten. Auch eine Fläche besteht nur in unserer Fantasie oder hier auf dem Bildschirm in diesem Zeichenprogramm. Denn eine Fläche hat nur zwei Ausdehnungen, nämlich Länge und Breite. Es existiert keine Höhe und dadurch kann man auch eine Fläche in Wirklichkeit nicht sehen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und können nur Gegenstände sehen, die auch wirklich drei Dimensionen haben. Die Fläche ist nicht zu sehen, man sieht hier unten auch nur diesen Strich, also keine Höhe. Ich kann natürlich jetzt diese Fläche in die Höhe ziehen mit einem Befehl Volumenkörper, planare Kurve extrudieren oder Fläche extrudieren hier, weil wir bei Fläche sind, mit einer Geraden, also so. Jetzt habe ich keine Fläche mehr, sondern einen Volumenkörper, den man sehen kann. Gehen wir auf Perspektive hier oben und wählen mit der rechten Maustaste zum Beispiel gerendert. Dann sehe ich hier meinen Volumenkörper. Das ist unser erster Volumenkörper. Dass wir aber nicht übermütig werden, gehen wir nochmal zurück und schauen, was wir mit Punkten, Linien und Flächen anfangen können. Ich lösche das mal und setze mal beliebige Punkte. Es geht mit Kurve, Punktobjekt, mehrere Punkte. Die setze ich jetzt einfach mal hier frei in den Raum. So, das sind 3, 6, 8 Punkte. Und jetzt können wir die Punkte natürlich fassen und verschieben. Wir können auch eine Linie bilden mit diesen Punkten. Und zwar gehen wir auf Kurve, Polylinie durch Punkte. Jetzt wählen wir die Punkte und sagen Kurve, Polylinie durch Punkte. Und schon haben wir eine Linie, die durch die Punkte geht. Ich möchte das aber nicht so eckig haben, sondern schön gerundet. Also, wir sind hier in Grad 1. Das heißt, von Punkt zu Punkt gibt es gerade Linien. Grad 2 sieht dann schon anders aus. Da wird die Linie schon gerundet. Aber sie führt immer noch durch diese Punkte. Und es kann natürlich manchmal etwas eckig ausschauen. Da ändert sich auch bei Grad 3 nicht viel oder bei Grad 4. Wenn wir das ändern wollen, dann können wir hier auf den Kurventyp gehen, nicht mehr interpoliert. Das heißt also, er bildet sich die Zwischenpunkte zwischen den einzelnen Punkten, sondern wir sagen Kontrollpunkte. Das heißt, er wählt die Punkte nur als Kontrollpunkte für eine Kurve, die er da reinlegt. Und diese Kurve können wir natürlich annähern, dann wird sie wieder etwas unrunder. Oder wir können sie immer stetiger machen, indem wir den Grad erhöhen. Jetzt sind wir schon bei Grad 5, das braucht man selten. Gehen wir mal zurück auf Grad 3, dann sieht es schon so aus. Gehen wir auf Grad 2, schon viel besser. Und auf Grad 1, wenn wir jetzt gehen, dann haben wir wieder unsere ursprünglichen
Linien zwischen den einzelnen Punkten. So kann man Polylinien auch formen. Das können wir jetzt wieder löschen und wenden uns den nächsten Objekten zu. Und zwar, wir machen jetzt aus einer Linie eine Fläche. Zuerst die Polylinie, fangen wir mal hier an, gehen wir ein bisschen größer, dass wir das sehen. Bei 0 gehen nach unten so. Und jetzt ändern wir den Modus wieder. M-Return auf Bogen. Und machen uns hier einen Bogen. Jetzt wieder M-Return. Und dann sagen wir S und schließen den Bogen. Jetzt haben wir eine geschlossene Kurve. Das sieht man, wenn man sie anklickt. So, und aus dieser geschlossenen Kurve bilden wir jetzt eine Fläche, indem wir sagen, Fläche, Kurve extrudieren, gerade, das machen wir dann hier unten, weil hier die Z-Achse ist, so. Haben wir eine Kurve nach oben extrudiert und haben dadurch eine Fläche gekriegt. Jetzt können wir, wenn es ein offener Körper sein soll, hier an der Grundlinie eine Fläche bilden, indem wir sagen Fläche, planare Kurve, das ist ja hier unten eine planare Kurve, und dann haben wir schon eine untere Fläche. Und unser Flächenverband ist wie ein Gefäß oben offen. Das können wir aber auch noch ändern, indem wir jetzt entweder sagen Fläche durch planare Kurve, dann ist da oben auch eine Fläche drauf. Oder wir können das anders machen, indem wir sagen, wir löschen das mal wieder, indem wir sagen, wir verbinden den Boden mit der äußeren Fläche, indem wir auf Bearbeiten und Verbinden gehen. Das ist schon wieder eine neue Funktion. Jetzt haben wir das verbunden. Wenn wir jetzt irgendwas anklicken, so, dann ist auch der Boden mit markiert. Und jetzt können wir daraus einen Volumenkörper machen, indem wir obendrauf eine Fläche setzen lassen von dem Befehl Volumenkörper Deckfläche auf planare Öffnung setzen. Da haben wir jetzt auch unsere Deckfläche, aber haben gleichzeitig einen Volumenkörper damit erzeugt. Wenn wir nur eine Fläche drauf setzen, dann sind es nur mehrere Flächen. Dann ist es 1, 2, 3, 4 Flächen. Eine Funktion möchte ich jetzt noch erklären, und zwar sind es hier unten diese Objektfänge. Die sind sehr praktisch. Man kann die einzeln anklicken hier, kann die alle wählen nach der Reihe mit der linken Maustaste. Oder ich möchte nur einen wählen, dann gehe ich mit der rechten Maustaste zum Beispiel auf Punkt. Dann sind alle anderen abgewählt und nur der Punkt ist gewählt. Ich möchte jetzt zum Beispiel auf diese Kante hier oben eine Kugel setzen. Also gehe ich auf Objektfang Kante. Eine Kante ist ein Schnittpunkt von mehreren Linien oder Flächen. Also gehe ich auf Schnitt, rechte Maustaste und sage Volumenkörper, Kugel, Mitte und Radius. Also Kugelmitte wähle ich jetzt hier, seht ihr, Schnittpunkt. Es wird angezeigt SCH, dass der Schnittpunkt hier gemeint ist. So, und jetzt sage ich, mein Radius hat 20 mm. Jetzt habe ich eine Kugel auf die Kante gesetzt. Als nächstes kontrollieren wir einmal, ob diese Volumenkörper perfekt sind oder ob da irgendwas dran fehlt, indem wir auf Analysieren gehen, Diagnose, Überprüfen. Schauen wir mal bei der Kugel, Return, das Rhino-Objekt, Fläche ist gültig. In Ordnung, schließen. Das gleiche nochmal, ich hätte beide gleich markieren können, analysieren, Diagnose, überprüfen. Dieses Teil, das Rhino-Objekt Flächenverband ist gültig. Also sind die zwei Teile in Ordnung. Jetzt kann ich entweder diese einzelnen Teile zusammenfügen, indem ich sage Volumenkörper, Vereinigung,
Flächen und Flächenverbände zum Vereinen auswählen. Steht ja immer hier oben in der Kommandozeile, was zu tun ist. Ich wähle das und bestätige mit der rechten Maustaste. Dann steht hier oben Boolsche Vereinigung in Arbeit, Polygonnetze erzeugt. Es hat also funktioniert. Wenn ich jetzt einen Teil wähle, werden sie alle gewählt, weil die jetzt verbunden sind. Ich gehe mal wieder mit der Steuerungstaste und Z zurück. Boolsche Vereinigung rückgängig gemacht, jetzt sind die Teile wieder separat. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jetzt zum Beispiel von diesem Teil hier die Kugel abziehen. Also dieses Teil markieren, Volumenkörper, Differenz und die Kugel davon abziehen. Bestätigen und jetzt lösche ich mal die Kugel und jetzt sieht mein vorher konstruiertes Teil so aus. Ist schon interessant, was man da alles machen kann. So, und zum Abschluss unseres ersten Teils möchte ich zeigen, dass man in ganz kurzer Zeit einen Gebrauchsgegenstand konstruieren kann. Ich mache bloß etwas langsamer, damit ihr das nachvollziehen könnt. Ich lösche mal wieder alles, entfernen und jetzt mache ich mir eine Polylinie von hier bis hier. Und dann haben wir doch vorhin gelernt, dass man Polylinien umschalten kann. M in Bögen, machen wir einen Bogen draus. So, und dann noch weiter, 80 mm, fertig. Jetzt haben wir eine Polylinie. Jetzt gehe ich hier runter und sage, ich möchte jetzt eine Kurve zeichnen, und zwar ein Polygon mit der Radius und nehme mal die Option außenliegend. Seitenzahl 6, es ist also ein Sechskant. Ich wähle den Mittelpunkt und wähle, was wähle ich denn? 6 mm insgesamt. Also von hier bis hier ist es ein 6 mm Sechskant. Und das mache ich jetzt folgendermaßen: Fläche, aufziehen an einer Leitkurve, Leitkurve wählen, hier Querschnittskurve wählen, hier Return, nochmal Return und auf OK gehen. Und habt ihr jetzt erraten, was es ist? Es ist noch nicht fertig, aber es ist gleich ein Imbusschlüssel. Und zwar ein 6er Imbusschlüssel. Den kennt wohl jeder, der sich etwas mit Technik befasst. Jetzt machen wir hier noch die Flächen drauf, damit es ein Volumenkörper wird. Also Volumenkörper, Deckfläche auf planare Öffnungen setzen und schon haben wir unsere Flächen drauf. Jetzt kann ich es, wenn ich es genau nehme, noch etwas phasen, zum Beispiel. Also Volumenkörper, Kante verrunden, Kante phasen. Was nehme ich für eine Phase? Na, ungefähr, sagen wir mal, 0,4 mm. Und jetzt muss ich die Kanten wählen. Also wähle ich einmal hier mit dem Fenster und einmal hier von links mit dem Fenster und mache Return und schon habe ich da dran Phasen. Unser Imbusschlüssel ist also fertig. Und ich bin auch fertig mit diesem Video und hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Klaus.